Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, es wird Zeit, den vorletzten See zu umrunden. Heute will ich, besser gesagt, Liz ist nämlich auch am Start, wo ist sie denn? Da ist sie. Wollen wir den Lanker See umlaufen. Wenn ich die Route richtig geplant habe, sollten es ungefähr nur ein bisschen über 14 Kilometer sein. Aber ihr wisst ja, es waren so ein paar Seen dabei, wo ich mich leicht vertan habe oder nur die Hälfte gelaufen bin. Aber dies soll heute nicht vorkommen, weil dann darf ich mir, glaube ich, von Liz was anhören. Aber wir schauen mal, wie das hier so aussieht. Also vom See ist bis jetzt noch nicht so viel zu sehen, nur die morastige Fläche da. Aber das ist schon Uferbereich des Lanker Sees. Achso, ich habe noch gar nicht gesagt, der Lanker See ist ja der vorletzte See, den ich umrunde. Also die Nummer 24 bei mir. Und in der Rankingliste der Iron Lake Challenge ist der auf Platz 11. Oh, mal sehen, wie das hier so weiter so aussieht. Also ich hoffe mal, dass der Uferbereich ändert sich noch. Und wir gehen dann mal los. Wir haben mittlerweile Schellhorn verlassen. Das ist der Nachbarort von Preetz und haben jetzt gerade 2,7 Kilometer hinter uns gebracht. Das erste Gewässer, was ich euch gezeigt hatte, das war übrigens die Schwentine. Wer mich schon etwas länger verfolgt, weiß auch, da habe ich auch mal einen Wanderweg gemacht. Den werde ich euch natürlich oben verlinken. Da bin ich von Preetz bis nach Kiel gelaufen, immer schön an der Schwentine entlang. Das war aus dem Buch Mystische Wanderwege Schleswig-Holstein. Und da werde ich demnächst auch wieder ein paar Wanderwege laufen, weil da sind sehr schöne Strecken drin. Und ich habe noch ein anderes Buch, wo auch wieder ein paar Lost Place Geschichten hier in Schleswig-Holstein sind. Das wird mein nächstes Projekt sein für 2026. Aber heute soll erstmal der Lanker See bezwungen werden, der sich gerade neben uns auftut. Und wenn wir wieder dichter am See rankommen, wo wir einen Strand haben, gibt es natürlich wieder die Daten zu diesem See. Hier habe ich dann mal eine Übersichtskarte gefunden, wo wir hier um den Lanker See laufen. Gestartet sind wir ungefähr hier und befinden uns jetzt hier gerade in der Nähe von Gut Freudenholm. Da gibt es auch eine Fachklinik für Alkoholkranke. Das Gut ist nachweisbar ungefähr Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden als Lustgut der Herrschaft, wo dann über die Jahre wurden dann auch Genesungsheime für Frauen, Kinderheim war es, also Kinderkurheim. Dann wurden auch hier Flüchtlinge untergebracht und seit 1960 gehört das der evangelischen Mission und dort wurde dann diese Fachklinik für Alkoholkranke dann eingerichtet.
war gerade sehr spannend oder ist immer noch spannend. Wir sind gerade hier beim Reiterhof Gläserkoppel und dort führt der Wanderweg direkt über die Reitkoppeln. Und ich hoffe mal, wir sind hier noch richtig, weil da oben ist nämlich das Türchen. Ansonsten müssen wir mal schauen, weil bei dem Elektrozaun ist ein bisschen mehr Bums drauf. Also das ist ein Kraftzaun. Wahrscheinlich würde es da unten hier rüber gehen. So, der Weg war jetzt wirklich spannend, weil rein theoretisch wären wir hier rausgekommen, hier über die Koppel. Aber da unten bei den Litzen waren wir uns nicht so ganz sicher. Hier gibt es aber nochmal ein Hinweisschild zu dem Wanderweg, wie man auch laufen kann. Man kann auch ohne Probleme über den Reiterhof laufen und dann hier lang. Hier sind wir dann auch lang gegangen. Und für uns geht es dann gleich hier weiter den Hügel runter, rein in den Wald. Nach ein bisschen über 7 Kilometer haben wir jetzt mal eine Pause gemacht, ein Teechen getrunken, hier hinter mir an dem See. Das ist aber nicht der Lankersee, sondern ist der Wielener See. Der Lankersee ist hinter diesen Hügel. Da müssten wir aber auch gleich wieder vorbeikommen. Und dann hoffe ich auch endlich mal euch die Daten zu dem Lankersee zu geben. Ich habe gerade noch mal die Karte kontrolliert und ich musste leider feststellen, hier am Wielener See hätten wir gar nicht lang gedurft, wo wir die Pause gemacht haben. Darum wird die Strecke wohl jetzt 2 Kilometer länger sein. Also wir kommen nicht auf 14 Kilometer, sondern auf 16. Hier sind wir jetzt endlich angekommen in Walsdorf. Und hier ist das Gut Walsdorf. Das ist übrigens ist das älteste Gut von Schleswig-Holstein. Es wurde 1224 erbaut, aber ältere Funde oder Holzfunde im Lankersee weisen darauf hin, dass es noch eine ältere Burganlage mal hier am See gab. Das Gut ist immer noch im Privatbesitz und wie es jetzt da steht, ist es seit der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Hier habe ich mal eine Position gefunden, wo wir ein bisschen dichter an dem See rankommen und ich hoffe, ihr könnt ihn auch ein bisschen erkennen. Und hier möchte ich euch die Daten zu dem Lankersee geben. Der Lankersee liegt im Kreis Plön, das liegt natürlich in Schleswig-Holstein. Zuflüsse sind die Schwentine vom Fuhlensee aus und der Abfluss ist in die Schwentine in Richtung Kirchsee. Den Kirchsee hätte ich auch mitnehmen können, aber da wären allgemein die Strecke schon 17 Kilometer geworden. Hätte ich das heute auch noch mitgenommen, wären wir, glaube ich, auf 19 Kilometer gekommen durch meinen Fehler. Der Lankersee hat eine Fläche von 3,587 Quadratkilometer, hat ein Volumen von 13,8 Millionen Kubikmeter, maximale Tiefe 19,8 Meter, mittlere Tiefe ist 3,8 Meter und sein Einzugsgebiet ist 445 Quadratkilometer.
Wir haben uns jetzt nochmal einen schönen Sonnenplatz ausgesucht hier, um eine letzte Pause zu machen. Wir haben dann noch 2 Kilometer knapp bis zum Auto und dann habe ich zusammen mit Liz den vorletzten See in der Iron Lake Challenge Schleswig-Holstein bezwungen. Wir haben dann zum Ende hin so ungefähr 16,7 Kilometer gelaufen. Natürlich durch den einen Fehler an dem See, wo ich einen Abzweig übersehen habe oder besser gesagt falsch gedeutet hatte. Ich fand zumindest den Wanderweg sehr ansprechend, wenn er auch ein paar Herausforderungen hatte, wie zum Beispiel an dem Reiterhof, an der Gläserkoppel. Und das fand den Liz dann aber auch schon irgendwie komisch, weil dann halt dann auch der Weg etwas schwierig war durch Nässe, Matsch und sowas alles. Bänke sind immer zu finden eigentlich in der Nähe von Schellhorn, wo wir dann noch auf der Schusteracht gelaufen sind. Jetzt sind wir auch wieder auf der Schusteracht und hier ist auch dann wieder eine Bank. Dann gibt es wieder Teilstücke, wo gar nichts zu finden ist, aber sonst kann man den eigentlich ganz gut laufen. Es hat mich wieder gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid, denn natürlich wieder liken, kommentieren und wer neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich auch ein kostenloses Abo dalassen. Und dann heißt es für mich wieder zu sagen, bleibt schön gesund und wir beide sagen Tschüss.